Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Battlefleet Gothic Armada. Wir werden eine neue Kampagne beginnen im Ironman-Modus und auf schwer. Battlefleet Gothic Armada ist ein Spiel, auf das ich mich sehr gefreut habe in der letzten Zeit. Oh, und jetzt erstmal das For 10,000 years, the Imperium of man has endured under the rule of the immortal Emperor. The worlds of man are scattered across the galaxy, threatened by savage aliens, heretics who defy the Emperor's will, and horrors lurking upon forgotten worlds. It is a time of endless war, selfless heroism, and blackest infamy. I see fortresses in the stars, a circle of 6. But they sleep yet, and must be awakened. Ride upon the storms of chaos. Gather your rivals around you. Send discord and terror throughout 1,000 worlds. Abaddon the Despoiler, War Master of Chaos. Riddles. What are the fortresses in the stars? Answer me or die now! Stop this foolishness. I have consorted with creatures far more powerful than you. Speak, crone, but I will remember your insolence. Seek the hand of darkness. Take the eye of night. With these, the citadels will be yours to command. A chorus of 1 billion throats will cry your name in fear and hatred. The stars themselves will run red with blood. If you have the courage for it, War Master. Captain Spire, Data Log Alpha. Battlefleet Command has lost contact with Orbital Station Aleph in the Naxos system. I'm on my way to investigate. Sir, we're approaching the location of Orbital Station Aleph. Captain, the station is surrounded by an asteroid field. I have calculated the best approach for us to pass through it safely. Your orders. So. Willkommen zu Battlefleet Gothic Armada. Nun, unser Schiff hier, das wir jetzt steuern, ist ein Dauntless Light Cruiser der imperialen Flotte. Das Spiel spielt in dem Warhammer 40k Universum und ist ein Weltraum-Strategiespiel. Und wir schlüpfen jetzt mal in diese Kampagne in die Rolle von Captain Spire, der eben auch schon etwas erzählt hat. Aber wir sollten vielleicht einfach reingehen, erstmal anfangen. Setting course. Helm coordinates acknowledged. So, wir machen jetzt so eine Art Tutorial erstmal. Die erste Mission, ich habe diese und die ersten 1-2 Missionen schon mal gespielt in der Beta. Und Changing course. Und kenne mich deswegen auch gut mit den Mechaniken des Spiels schon eigentlich aus. Ich habe viel online gespielt gegen andere Spieler schon. There's an active minefield directly ahead, Captain. We must maneuver quickly, or it is likely the ship will be damaged. All available power to the plasma thrusters. We're going to execute a high-energy turn. Vor allem gegen als imperiale Flotte, die auch in der Kampagne spielen, gegen andere Spieler. Vor allem gegen Chaos. High energy turn successful, Captain. The thrusters are already recharging. Helm, resume our course to the orbital station. Vor allem mal hier im Trailer vielleicht gesehen habe, dass Chaos ein großer Feind von uns sein wird. Orders received. So.
Vielleicht haben wir den zweiten Checkpoint erreicht. Ne, der dritte ist es schon. Der dritte Checkpoint. Captain, Dann geht's our weiter. auger arrays indicate that the orbital station is heavily damaged. I suggest we move in closer to discover what happened here. Dann untersuchen wir mal, was aus der Station geworden Engines ist, hot! der wir suchen. Captain, we can reach the station faster by pushing the engine status to all ahead full. Ja, ich brauche die Tipps nicht. At your command. All ahead full! The Pride of Defiance, wie unser Schiff heißt, wird jetzt sich der Orbitalstation Aleph nähern. Understood! Sehen kann, wenn ich irgendein Manöver mache, geht mein Treibstoff runter. Und wenn dieser ganz leer wird, was ich jetzt nicht Cruising gerne nicht speed machen set. würde, wird diese Zelle rot und das Schiff wird langsamer, weil die Antriebe dann ausgebrannt sind. Setting course! Was man sich vorstellen kann, nicht so die beste Changing Idee course! ist, die man haben könnte. It seems like the station has been attacked recently. The enemy may still be lurking around. Sir, I recommend dispatching some of the ship's armsmen to board Orbital Station Aleph and report on what they find. Course plotted! Hier im Schiff hat einige interessante Fähigkeiten. Zum Beispiel dieses Enter-Manöver, mit dem man Enter-Kapseln auf ein Ziel schießen kann, wie mir jetzt vorgeführt wird, indem wir diese Station boarden werden. Sieht Boarding kleine party is Kapseln, underway, die Captain. in die Hülle des Schiffes reinbohren. We're seeing several weapon impacts and signs of explosions on the bulkheads. We found the command center, sir. This place is a mess. It's full of bodies. The station's command crew. They're all dead. Act cautiously, Sergeant. I have a bad feeling about this. Sir, we found a survivor. Sir, the station is a trap. We're under attack by traitor forces. Captain, a defense platform on the station has activated and is targeting our vessel. Broadside macro cannons ready to fire on your order, sir. Helm coordinates acknowledged. Das ist aber eben besser wissen, der Schütze da oben gesagt hat, ist aber nicht richtig. Orders Das received. ist der Master Gunner, mein Anführer, also We are the Imperial Typ, der an Navy. Bord meines Schiffs damit betraut ist, sich um Underway. alle waffentechnischen Sachen zu kümmern. So, wie man sehen kann, hat das Schiff verschiedene Feuerwinkel, zum Beispiel die leichten Doppelmarkoturm. Engines Kann hot. in ich sag's mal von oben, das sieht man es ein bisschen besser. Kann in diesem Winkel schießen, also überall außer nach hinten. Die normalen Makrokanonen können links und rechts Target schießen. destroyed, Captain. We blew it to pieces. Sir, I'm picking up some strange signals in the nearby gas cloud. Execute high energy turn. Während die schwere Buglanze nur nach vorne aus. Changing course. Ja. Wenn ich drüber gehe, sieht man auch die einzelnen Sachen Sir, am Schiff the angezeigt. signals. They're Iconoclast destroyers. Chaos ships. This sector is a long way from the Eye of Terror. What could they be after here? Whatever their reasons, Captain, these heretics must be destroyed at once. Captain, consulting the ship's cogitators and machine spirit can help guide you in making tactical decisions in battle. Awaiting orders. Helm coordinates acknowledged. Boarding hat einige Orders coole received. Vorteile. Wir werden das gleich sehen. Wenn wir die Schilde des Feindes Understood. runtergehauen haben, denn die Schilde des Feindes verhindern, dass wir sie boarden können. Setting Umso course. weniger Schilde Master der Feind Gunner. hat, umso We need to direct additional power to the targeting cogitators to increase our weaponry's accuracy. Lock on target. können wir Course feindliche plotted. Feuer anzünden oder Antrieb Yes, ausschalten oder Waffen zerstören. Weil wir Underway. wahrscheinlich nicht dazu kommen werden, weil diese Course Escort-Schiffe plotted. jetzt wahrscheinlich nicht so lange überleben werden, dass wir einen Changing Internet course. ausführen können. Ich kann das jetzt mal versuchen, ob wir das noch hinkriegen. Understood. Nope. Das war ein kritischer Treffer. Engines hot. Ich sollte vielleicht anmerken, dass die Explosionen der Schiffe wirklich Schaden an den Schiffen anrichten, die Well außen done, rum sind. crew. Captain, the auger arrays are reporting more enemy signals.
many more. A gigantic Chaos fleet. There's no way we could survive fighting them head-on. Contact the High Command immediately. Unable to do so, Captain. All communications are jammed. Captain, there may be a way for us to escape and warn Port Moore. We could risk an emergency warp jump. It's risky to engage the warp engines this close to the star's gravitational field. But the Chaos Fleet has us boxed in. Sir, we don't have any other options. Orders received. So, jetzt müssen wir uns auf den Rückzug begeben, Cruising indem wir unseren Speed Warp-Antrieb aktivieren. Gehört haben, kann das schlimme Folgen haben, aber wir werden versuchen... Oh, eternal God Emperor. Preserve us from the dangers of the void. lebend hier rauszukommen. Weil die Chance zu sterben oder von tausenden Schiffen in die Luft gejagt zu werden, ist wahrscheinlich die Chance zu sterben eher zu nehmen, als der garantierte Tod. Manchmal ist auch ein Rückzug ein Sieg, wie man gerade sehen kann. Nun, wir haben unsere erste Schlacht geschlagen. Erfolgreich. So. Also, wir sind das Admiral Spire, oder jetzt noch Captain Spire. Ja, Spoiler Alert. Tut mir leid. Das Captain Spire. Wir erhalten Ruhm, mit dem wir Punkte bekommen. Den Ruhm können wir ausgeben für verschiedene Sachen wie neue Schiffe, Schiffsupgrades für unsere Flotte, wie wir gerade sehen, haben wir bis jetzt nur unsere Dauntless, The Pride of Defiance. Und ja, was haben wir denn gekriegt? Für den Sieg haben wir 120 Punkte gekriegt, vernichtet 2 Schiffe und 21 Punkte haben wir dafür bekommen, also für jedes 10,5. So, unser Flottenunterhalt ist 4 Ehre oder Ruhm pro Mission. Währenddessen ist auch unser Schifflevel abgegangen. Wir erhalten auch XP, wir haben so ungefähr die Hälfte vom ersten Level jetzt hinter uns. So, jetzt wartet uns einiges mehr an Story noch. Also bescheuert bin ich, hatte ich jetzt mal ab. If what you say is true, Captain Spire, a vast Chaos fleet is massing for attack. Inquisitor Horst, are you sure of this man? Maybe we should consider someone else. Isn't this captain from a planet that rebelled against the Emperor's will? Enough! His faith will be tested thoroughly. Love the Emperor, for he is the salvation of mankind. Obey his words, for he will lead you into the light of the future. Honor his servants, for they speak his voice. Tremble before his majesty, for we all walk in his immortal shadow. Let us begin. We needed to be certain. The enemy we face is no ordinary foe. I understand. You are to be promoted to the rank of Admiral and given command of a fleet. I will not fail you, Inquisitor. There is much to do and little time, Admiral Spire. I fear a storm coming to the Gothic sector. One we are not yet prepared to face. The Gothic sector is beginning to turn away from the Emperor's light. Treachery, sedition, and heresy have broken out like a plague upon our worlds. Admiral Spire,
Your new rank entitles you to command a small war fleet of Imperial Navy ships. It is your task to ensure the citizens of the Imperium remain safe and loyal. Gut. Sehr viel Story jetzt am Anfang. Also, wir wollen alles nochmal zusammenfassen. Wir haben als Captain eine Station untersucht, die offensichtlich angegriffen wurde. Wurden danach von Chaos-Schiffen angegriffen und haben kurz danach festgestellt, dass eine riesige Chaosflotte das System betreten hat. Diese hat versucht, uns zu zerstören. Wir sind entkommen. Gut. Wir sind zurück zur Port More gekommen, die Hauptstadt des Gothic-Sektors und eine, wie man gesehen hat, sehr große Station, wo wir gründlich getestet wurden, ob das, was wir sagen, auch sehr gründlich ist. Als Belohnung wurden wir zum Admiralat. Hört sich doch schon mal gut an. Unsere Aufgabe ist jetzt, den Gothic-Sektor gegen diese Invasion zu verteidigen. Also, weiter geht's. Your first assignment is to put an end to the unrest and rebellion threatening a nearby system. Gut, das ist unsere erste richtige Mission als Admiral. Und wir werden sehen, wie wir uns jetzt schlagen. This interface helps you prepare your fleet for the next mission. At the head of every fleet is the flagship. You must select one of your vessels as the flagship for each assignment. Choose your Dauntless Light Cruiser as the flagship for this first operation. You have another captain assigned to your command. This captain commands a Dauntless Light Cruiser and will assist you for the duration of the mission. Add his ship to your fleet. Stand zwar jetzt Amaratsu-Klasse, aber wir nehmen mal das Dauntless MK2. Smaller ships of the escort class can provide fire support or scout for the enemy. The Firestorm frigates are a good choice for this assignment. Once your fleet is prepared to engage the enemy, you should set course for the target system at once. Ja. Ich sollte vielleicht noch ein paar Sachen dazu anmerken. Also wir haben jetzt verschiedene Schiffe. Hier sieht man die Fähigkeiten der Schiffe. Das ist hier eine Sonde abschießen in dem Fall. Es gibt ein Kommandoschiff, was auch mit der Moral deiner Flotte zu tun hat. Wenn diese zerstört wird, dann verlieren alle anderen Schiffe an Moral. Deswegen ist es wichtig, das zu verteidigen. Aber nicht unbedingt immer notwendig. Jedes Schiff kostet Punkte, wie man sehen kann. Zum Beispiel unser Hauptschiff kostet 105 Punkte. Während die gesamten Flottenpunkte 255 betragen, die wir in dieser Mission verwenden dürfen. Gar nicht verwunderlich, dass in der ersten Mission wir unsere 52 Punkte aufbrauchen, sodass wir keine Punkte übrig haben. Übrige Punkte würden uns mehr Ruhm verschaffen für die nächste Mission, als wir sagen, ha, wir sind so gut und schaffen das jetzt auch mit nur mit der Firestorm-Regatte als Nummer angedacht. Heißt das, dass wir 41 Punkte verbraucht haben, die wir dann von den 255 abziehen. Was heißt, dass wir 214 Punkte übrig haben, die wir als Bonus kriegen würden, wenn wir die Mission abschließen. Ja. Lassen wir aber das Quest starten. Admiral, the fleet has reached the last known position of the heretic ships. Their sedition must not stand. How shall we deploy our flagship? Now you must select how you wish to deploy remaining ships of the line. Now that your cruisers are deployed, you must next determine where to place the Firestorm escort vessels. So, wir sind hier auf dieser auf der Schlachtkarte jetzt und wir können unsere Schiffe in dieser grünen Zone hier unten, die man auch unten links auf der Karte sehen kann, setzen. Okay, jedenfalls nicht nach links. Und ja, wir haben unsere beiden Cruiser deployed und jetzt deployen wir die letzte Escort-Fregatte. Your new promotion has placed you in command of the entire fleet, Admiral. That means you can order your captains to adopt engagement modes during the battle. These engagement modes define how your captains act in battle.
You can change the engagement modes at any time. Admiral, the Firestorm escort ships have powerful prow weapons. I would advise setting these ships to a frontal attack. A good understanding of each ship's weapons is the best way to know which engagement mode to use. The macro cannons on our ships are most effective when fired at short range. Also, wie ich eben schon eingestellt habe vorab, ganz vergessen, dass ich das jetzt immer noch machen muss, kann man hier unten einstellen, wie sich das Schiff dem Feind nähern soll. Zum Beispiel frontal, also dann steht es immer mit der Front zum Gegner, wie ich es bei der Fregatte eingestellt habe, weil sie 2 Waffen hat, die hauptsächlich nach vorne feuern können. Die Hauptwaffe, die leichte Buglanze, schießt auch nur nach vorne, wie man sehen kann, in dem Bereich. Und die leichte Doppel-Makroturm auch. Bei den Kreuzern ist es etwas anders, da sie viele Waffen nach links und rechts schießen. Also und auf kurze Reichweite relativ gut sind. It is time to root out these rebellious traitors. So, nachdem wir das alles eingestellt haben, überall, können wir auf All Bereich. ships, coordinate your movements. We will advance as one group at the same speed. We will set course for a gas cloud and use it to ambush the rebel ships. Once our ships enter the gas cloud, it should mask our fleet's emissions. Underway! So. Wie man sehen kann, ist in unserem Hauptschiff Admiral Spire der Captain. Und haben 2 weitere Captains. Einmal das Escort-Schiff und einmal die andere Dauntless. Die MK2 Dauntless. Awaiting orders. So, wir sehen den Feind nicht mehr, der war eben kurz auf der Karte zu sehen, falls man drauf geachtet hat. Der ist wahrscheinlich in Silent Mode gegangen, das kann man hier sehen. Danach, also man macht eine Art Schleichfahrt und versteckt seine Signatur, um einen Gegner dann, also zu verstecken, um den Gegner dann anzugreifen, falls möglich. Ship ready. Dieselbe Effekt hat. Conceals our fleet, sir. We're invisible to the enemy ships. Excellent. The trap is set. Now we wait for our prey. Sir, I've detected an enemy vessel. Shall I engage? Wait until you have identified your target, Captain. I have a probe ready to launch, Admiral. That ought to tell us what we're looking at. Very well, Captain. Launch the probe. So. Haben wir eine Sonde ausgeschickt. In diesem Bereich können wir sehen, was sie macht. Genauso ist es bei den anderen Schiffen. So, was haben wir hier? Ein Dominator-Cruiser. So, wir werden jetzt ein paar Torpedos aus diesem Nebel schießen. Doch nicht? Nee. Und verstecken Bordseite Breitseite drauf feuern, wenn sie auftauchen. Setting course. Die nageln Yes, Admiral. Setting course. At your command. Schlaue Strategie. Warten, bis der Gegner zu einem kommt. Und dann viel abfeuern, bevor der Gegner überhaupt reagieren kann. Das ist genau das, was jetzt passiert ist. So, Admiral Spire, did Ravensburg send you to bring us to heel? There are other powers in the galaxy besides the Imperium, Admiral. They can reward you for your skill and your devotion. Ship ready. Target locked in. So. The enemy's void shields are down. Sir, I suggest that we concentrate fire on their plasma generator. Targeting the plasma generator drains the ship's power. They'll have difficulty using their warp engines. Critical damage to the enemy ship, sir. Their void shield capacitors are destroyed. Awaiting orders. Understood. We are the Imperial Navy.
Ganz schlecht. Also wie wir eben gesehen haben, habe ich einen Torpedos abgefeuert und das andere Schiff hat gerade festgestellt, oh, wir drehen mal bei und fahren genau in die verbündeten Torpedos rein. Was auch immer auch eine sehr sinnvolle Idee ist. Nehme ich mal an. Engaging. Engaging. So. Yes, versuchen wir dieses Schiff ihre Antriebe zu schießen, damit sie nicht jetzt wegfliegen. Aber ja. Admiral, this is a battle we cannot win. I'm taking my ship out of this mess. Admiral, he is activating his warp engines and preparing to disengage from the battlefield. This cowardice cannot be tolerated! Admiral, we must put an end to this pitiful display and make an example of this craven fool! Admiral Spire, this is Lieutenant Krath. We've executed the captain and taken back control of the ship. Well done, Krath. You've been promoted to captain. Follow my orders and we'll get through this. As you command, Admiral. Underway! At your command. Orders so, wie received. man sehen kann, ist hier vorne das Schiff rot, was heißt, dass unsere Torpedo-Base zerstört wurden an diesem Schiff. Während es versucht hat zu fliehen, dieser verdammte Feigling. So, jetzt gucken wir mal, dass wir so viel wie möglich von diesem vom Feindschiff mit unseren eigenen Enterkommandos beschädigen. Dass es einfacher ist, es zu zerstören. Sehen kann, ob es ein Feuer, was diese Anzeige zeigt. Man kann auch mehrere Feuer auf mehreren Decks haben. The enemy ship has activated its warp engines and is attempting to disengage. I have a strike team of Navy armsmen ready to sabotage the enemy's warp engines. We must act quickly and use the ship's teleportarium to launch the attack. At your command. Fool! Your faith in the Emperor is as false as your courage! Silence this heresy! Fire all weapons! Eins frage ich mich sowieso, wie man so viele Teleportarien haben kann, weil Teleportarien eigentlich meist relativ seltene technische Gegenstände sind. Und irgendwie scheint es jedes Schiff in diesem Universum, egal ob von wem ein Teleportarium zu haben. It will soon explode. Ship ready. Wall ships, you fought with valor this day, and proven yourselves worthy of the Imperial Navy. Set course to leave the system. I must report our victory to Lord Admiral Ravensburg. So, wir haben Stufe 2 erreicht und unsere Dauntless, unser zweites Schiff, hat auch Stufe 2 erreicht. Und wir haben jetzt insgesamt 429 Ruhm. Schon mal nicht schlecht. You've exceeded my expectations, Admiral. However, other seditious forces are making themselves known in the Gothic sector. I would like you to meet Fabricator Cambrius. He is in charge of the Adeptus Mechanicus shipyards at Port Moore. Admiral, you and your fleet can repair and upgrade your vessels at Port Moore. By the Omnissiah, my tech priests stand ready to assist you. Your current rank allows you access to the most common classes of vessel. As you grow in renown throughout the Gothic sector, larger classifications of ships will become available. Follow me, Admiral Spire. I wish to show you the sacred shipyards of Port Moore. So, gehen wir zum Shipyard. Port Moore is the largest and most sophisticated harbor in the Segmentum. Here, you can see what services are available to you at your current rank, experience, and renown. There are several shipyards in operation at Port Moore. Follow me, Admiral, and I will lead you to the docking bay. It is time to show you what my shipyard can provide to meet the needs of your fleet.
This panel displays the statistics of an individual vessel. Using this interface, you can see your ship's standard characteristics. The weapons of your ship are also displayed here. Pay close attention to the weapons information displayed here in order to better understand your ship's capabilities. This panel displays the general attributes of your ship. Select the Crew Management panel to see more. Admiral, this is the crew of your ship. Every vessel has a particular captain and a specific set of crew. By focusing your attention on an individual crew member, the crew can improve their skills and benefit your ship in many different ways. The captain of this ship has earned a promotion. This grants you access to better quality crew. You should start by improving the skills of your navigator. He will then be better able to guide your ship through the tides of the warp. In addition, reconditioning will reset your crew abilities. Now, take a look at the ship's upgrades. You can install a new module on the light cruiser. Different systems on each ship can be improved with modules and upgrades. Such systems include engines, decks, and weaponry. These improvements are acquired by gaining renown during your missions. I have set aside an additional void shield for your ship. You can install it now to improve the ship's shield rating. So, das wird uns jetzt 50 Ruhm kosten. Well done, Admiral. Now, try installing a tech module on your ship. The modules you can install improve different aspects of the ship. These aspects include defense, damage, control, support, recon, and maneuver. The number of modules that can be installed is limited by the ship's tonnage. Now, install the Shield Overload module. This will boost your shield's effectiveness for a short time during battle. I must return to my communion with the machine spirits. Admiral, you should return to the sector map for your next assignment. So, bevor wir das jetzt machen, wollen wir diesen Schlot freischalten und uns vorher ein neues Schiff holen. Die Frage ist, was für ein Schiff wollen wir? So, Diktator-Klasse. Was hat das? Start- und Landebuchten, was uns Jäger und Bomber ermöglicht. Makrobatterien und Torpedos. Was haben wir noch? Gothic-Klasse. Lanzenbatterien. Wie man sehen kann, Reichweite sind 6000, was eine relativ hohe Reichweite ist für imperiale Schiffe, weil die meisten imperialen Schiffe hauptsächlich mit Kurzreichweitenwaffen wie Makrokanonen ausgerüstet sind, die auf 3000 Meter beschränkt sind, was die Gothic-Klasse schon mal gar nicht schlecht macht für ein bisschen mehr Range zu haben, vor allem für Überfallmanöver oder sowas. Was haben wir hier noch? Die Dominator-Klasse. Die hat, wie gesagt, Makrobatterien, aber mit 6000 Meter Reichweite. Stimmt, das ist ja schon die nächstgrößere Klasse von Schiff. Die haben ein bisschen mehr Reichweite, sind aber auf kurze Reichweite noch viel effektiver als auf 6000 Meter Reichweite. Aber dieses Schiff hat auch eine Nova-Kanone, so eine Art Superwaffe, die vorne angebracht ist, die eine sehr hohe Reichweite hat, also eine Art Artilleriekanone. Was haben wir noch? Tyrant. Plasma-Makrobatterien, die haben eine sehr hohe Reichweite. Aber dafür ist der Schaden und die Feuerrate... Der Schaden ist ein bisschen geringer, die Feuerrate ist dieselbe. Dafür ist die Crit-Chance von den Makrobatterien besser. Schwere Torpedowerfer. Was haben wir noch? Die Luna-Klasse. Die hat Lanzenbatterien und Makrobatterien. So, ich bin überlegen, ob wir die Dominator-Klasse nehmen, einfach nur wegen der Nova-Kanone. Aber es hat halt keine große Reichweite. Schwere Entscheidung. Ich glaube, wir gehen mit der Gothic-Klasse, einfach weil wir die Reichweite brauchen. Vor allen Dingen, wenn wir am Anfang so... Vor allen Dingen, um die Gegner zu outrangen am Anfang. Also nehmen wir diese. So. Könnten uns jetzt auch noch einen leichten Kreuzer noch mit reinbauen, aber das wollen wir erstmal nicht. Wir werden jetzt erstmal Fähigkeiten hinzufügen. So.
Was ich mir sehr nützlich finde, ist der Micro-Warp-Sprung, was einfach eine kurze Teleportation ist. Und Provokation, was ein feindliches Schiff dazu führt, 15 Sekunden lang auf uns zuzufliegen, was eine gewaltige Zeit ist. Deswegen werden wir erstmal das hier nehmen. Und werden es wahrscheinlich dabei belassen, damit wir auch noch das Schiff upgraden können. Auch die Punkte werden noch reichen. So, was kannst du denn Besonderes? Du bist ja eine Art Aufklärer. Aber wir werden wahrscheinlich den Meisterschützen upgraden, weil das bei den kleineren Klassen für den Feuersupport relativ sinnvoll ist, um den Schaden zu erhöhen. Weil der Meisterschütze erhöht die pro Stufe die kritische Trefferchance von Lanzen- und Makrowaffen um 25%. Was, wenn die kleinen Schiffe ganz viel Crits raushauen, während die großen Schiffe angegriffen werden, meistens sehr effektiv sein kann. Was auch heißt, dass wir jetzt hier panzerbrechende Munition machen. Das heißt, die Makrowaffen durchbrechen immer Panzerung wird bei 25%, wenn sie in Entfernung von maximal 3000 Einheiten abgefeuert werden. Also das heißt, dass die nur 25% Rüstung haben, die feindlichen Schiffe, wenn sie mit beschossen werden. Vorher war das, in der Beta war das, glaube ich, ein anderes Talent, was die feindliche Panzerung komplett ignoriert hat, aber sie haben es offensichtlich etwas genervt. So, wie wir sehen können, haben wir jetzt doch noch 50 Punkte über meine zweite Fähigkeit zu lernen. Hier mit dem Mikro-Warp-Sprung, weil der eigentlich relativ cool ist. Dann gehen wir zurück zum Gothic-Sektor. The sector's High Strategic Council has met at Port Moore. The Council has a plan to secure the Gothic sector against these invaders, and you play a key role, Admiral. I will contact you soon to brief you on your next assignment. So, aber bevor wir jetzt den Zug beenden wir diese Episode erstmal hier. Danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.